Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W50, bevor es hier aber gleich losgehen wird und wir hier zum Thema kommen. Eine kleine Sache noch, und zwar bei Paul auf dem Kanal kam am Sonntag ein Shakes and Fidget Stammtisch wieder mal und schon lange her der letzte. Wenn ihr Interesse habt, da vorbeizuschauen, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort ist ein Link und den könnt ihr anklicken, dann kommt ihr hier zum Video. Es geht um brisante Themen. Ja, hier unten hat er auch ein paar Timestamps mal eingebastelt, worum es insgesamt geht. Es sind knapp 2 Stunden. Ja, mit Paul, Paini, mit Handrel, Silgorgos und Lieutenant und meiner Wenigkeit haben wir über die aktuellen Themen gesprochen und das könnt ihr euch sehr gerne reinziehen als Stammtisch oder Podcast, vielleicht abends zum Einschlafen. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Sehr, sehr interessante Sachen auf jeden Fall mit dabei. Ansonsten sind wir hier auf W50 und ich wollte mal, ich habe schon länger vorgehabt, aber immer wieder vergessen, mal zu den Störartigen immer mal wieder gucken hier im Video, aber es kam immer so viel vor in letzter Zeit hier auf dem Server, denn die sind nämlich ganz gut unterwegs. Ja, wer es nicht wusste, die Störartigen ist ja meine Community-Gilde, die gegründet worden ist durch meine Moderatoren auf dem Discord-Server. Und das ist eine ganz heitere, illustre Runde, wo von Pilzer bis Free-to-Play-Spieler eigentlich alles hier vertreten ist. Und da ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ich finde es sehr beachtlich, muss ich sagen, dass sie hier in den Top 50 mit unterwegs sind auf dem Server hier. Wir sind jetzt gerade auf Platz 40, haben jetzt mittlerweile schon eine 500er Ritterhalle. Und ich weiß gar nicht, bei wie viel Raids die sind momentan, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz, dass das hier immer noch sehr gut klappt soweit. Und falls ihr Interesse haben solltet, auch ein Teil dieser Community-Gilde zu werden oder falls ihr noch eine Gilde suchen solltet, und selbst noch momentan gildenlos seid und vorhabt, aktiv jeden Tag eure Alu zu spielen, dann könnt ihr euch gerne hier beim Darling, Ramstar, Mr. Hyde oder Breezox melden. Die sind dafür zuständig und die werden dann euch darauf ansprechen oder ich sag mal, ihr könnt da eine Bewerbung hinschicken und dann kommt ihr dann auf die Warteliste. Ich denke mal, da wird immer mal wieder ein Platz frei werden. Wer eine lustige Gilde sucht mit einer sehr guten Ritterhalle und 34 Raids momentan, ist da sehr gerne angehalten, sich bei den Leuten hier zu melden. Ja, gut, ansonsten kommen wir mal zum Thema hier. Ich bin 314, Stufe 314, und wir haben leider gestern im Stream nicht mehr den Belzeboss besiegt. Der fällt eigentlich total easy, aber der will mir das Leben ein bisschen zur Hölle machen. Und das ist leider ein bisschen schade, aber wir haben trotzdem sehr guten Progress gemacht, sind Stufe 314. Wir haben in unserer Gilde auch 291er Durchschnittslevel und 662 Ritterhallenpunkte, was auch schon sehr, sehr krass ist. Und ich bin auf jeden Fall recht zufrieden. Ich hätte noch gerne 315 geschafft. Ich wollte mir auch das 300er Paket holen hier, das, was heute wieder angeboten wird. Aber heute ist ja keine 20% Aktion mehr, also werde ich mir das nicht holen. Ich werde erst wieder warten, bis die 20% Aktion da ist. Es ist einfach dumm, aber kannst du ja nichts machen. Also ich werde mir das Teil jetzt nicht holen hier außerhalb der Aktion. Ist halt einfach stupid, dass das nicht funktioniert hat in der Zeit, aber da haben wir uns schon genug drüber ausgelassen. Ansonsten habe ich ein Thema für euch, dieses Video, was sich hier auch um W50 dreht. Und das ist mir gestern so eingefallen, weil nämlich gestern auch ein Shakes and Fidget YouTuber, oder besser gesagt ein YouTuber, der auch Shakes and Fidget bringt, bei mir im Livestream-Chat war. Und zwar ist das hier der Zombie HD, auch auf W50 hier unterwegs und der ist sehr, sehr krass hier am Start mit seinem Festungspartner Pikachu, die ja in Dreamland spielen. Dreamland ja auch eine ultra heftige Gilde, momentan Platz 1, hat 704 Ritterhallenpunkte aktuell. Das ist absolut heftig und das Durchschnittslevel ist auch ultra sick. Aber was das Besondere daran ist, der Zombie, der hat schon eine Festung von Stufe 20.
Ja, und seine Ressourcengebäude müssten mittlerweile auch jetzt schon auf die 20 gehen oder 20 sein. Und ja, das ist ziemlich erstaunlich. Und zwar hat er, ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist oder nicht. Auf jeden Fall hat er nach 47 Tagen die Festung auf Stufe 20 gebracht und nach 51 Tagen hier die ja, Ritterhalle auch auf Stufe 20 gepackt und hatte die erste ja, Ritterhalle auf Stufe 20 hier auf W50. Ne? Und was ist da jetzt? Also das ist ja erstmal schon sehr besonders an sich, ne? Aber was das Ganze denn nun jetzt so mit sich bringt, ne? Das ist natürlich für den ganzen Server auch sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video von Strider erinnert, wo er damals als allererster Spieler, das hatte ich ja damals aufgenommen und als Video hochgeladen, da hatte er damals als allererster Spieler die Edelsteinmine Stufe 100 erreicht, ja. Und die hat er sich ja erskippt, ne, durch, ja, mit seiner Gilde zusammen. Und ja, das hatte ihn insgesamt einen Vorsprung auf den Rest aller Shakes and Fidget Spieler von insgesamt 3 Jahren gegeben. So, weil es wurde auch ausgerechnet, so Strider hat das auch ausgerechnet gehabt, wenn man jetzt die Edelsteinmine auf Stufe 100 skippt, dann spart man sich insgesamt 3 Jahre Zeit auf die anderen Spieler, die das eben nicht tun in der Zeit. So, und an sich ist es ja kein Problem, weil die Pilze, die sind ja mehr oder weniger eine unendliche Ressource, dadurch halt, dass man sich die immer wieder kaufen kann. Das heißt, Leute, die sehr viel Geld haben oder die bereit sind, sehr viel Geld in das Spiel zu investieren, für die spielen dann halt die Pilze eben jetzt nicht so eine krasse Rolle. Was aber eine Rolle spielt auf jeden Fall, sind halt die Ressourcen, die dabei auftauchen, so, ne? Weil die sind halt nämlich nicht unendlich, die müssen sich beschafft werden. So. Und das schafft man halt eben nur, wenn man halt einen guten Festungspartner hat oder halt, und sich damit dann halt regelmäßig hochboostet. Bei Strider war damals das Problem gewesen, dass er auf einen alten Server gespielt hatte. Oder halt auf einen sehr alten Server mit seiner Gilde. Damals war auch noch nicht sowas wie Teilschutztaktik bekannt. Das heißt, es wurden sehr viele Ressourcen halt gewastet durch unnötiges Soldatengebaue, um dann halt die Festung niederzumetzeln und um dann an die Ressourcen zu kommen. So, jetzt ist es aber der Fall, dass die Leute ja schlauer geworden sind und das Ganze dann ein bisschen besser anstellen so. Und deswegen kommt es halt zustande, dass eben der Zombie mit seinem Festungspartner Pikachu sich gegenseitig die Ressourcen immer hin und her schieben, die ja auch schon die Ressourcengebäude auf Stufe 20 haben und dabei nicht mal sehr viele Soldaten benutzen. Ich hatte, glaube ich, Screenshots gesehen, wo so ein Angriff dem anderen irgendwie, glaube ich, 300.000, 400.000 Holz gegeben hatte oder knapp 500.000 Holz und 300.000 Steine pro Angriff, ja. Und dadurch haben wir jetzt halt den Fall, dass halt dass halt eben nicht nur die Pilze jetzt erstmal kein Problem darstellen, ne, für Leute, die bereit sind, das zu investieren, sondern jetzt stellen die Ressourcen auch kein Problem dar, ja. Und dadurch, dass gestern, wer beim Stream dabei gewesen ist, gesehen hatte, dass der Zombie auch bei mir im Chat war, der hatte dann nachvollziehen können, weil ich hatte ihn dann gefragt gehabt, ob er auch vorhat, jetzt seine Edelsteinmine auf Stufe 100 zu skippen. Ne? Und ich denke mal, das ist auch relativ einleuchtend, wenn man so schnell nach einem Serverstart die Festung auf 20 hat und die Sammler auf 20 hat, dass man dann natürlich auch nicht aufhört, auf einmal die Festung nicht mehr zu skippen, so. Würde ja keinen Sinn machen. Warum sollte man die auf 20 ballern? Ja, für was so, ne? Und dann hatte ich ihn dann halt gefragt gehabt, ob er vorhat, auch die Edelsteinmine jetzt im Anschluss auf 100 zu skippen. Und da hatte er halt gesagt, jo, das hat er auf jeden Fall vor. So, dadurch, dass wir halt wissen, durch die Vergangenheit, dass es so circa einen 3-jährigen Vorsprung gibt auf Spieler, die halt eben die Edelsteinmine normal ohne Skips ausbauen, kann man halt eben sagen, dass sowohl wahrscheinlich Pikachu als auch der Zombie
auf den Rest des Servers in der ersten Zeit erstmal einen Vorsprung von 3 Jahren haben wird, was die Edelsteine angeht. So, das ist ziemlich heftig. Damals zu Zeiten von Strider, als er die 100er Mine hatte, hatte er auch 3 Jahre Vorsprung, aber nur mit Black Gems. So, die Leute haben jetzt aber einen Vorsprung mit Legendary Gems, was den Impact nochmal erhöhen wird. Ne? Also das ist unglaublich krass und ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterhin hier auf den Server auswirken wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und ja, des Weiteren kann man natürlich gucken, ob noch andere Leute das vielleicht vorhaben, aber ich weiß nicht, ob alle Leute in den Top 30 oder so vorhaben werden, die Edelsteinmine direkt auf 100 durchzuballern. Und ja, also wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Die Leute werden erstmal meilenweit abhauen, bevor wir wieder aufholen können eines Tages mit unserer Edelsteinmine. Also da bin ich echt gespannt drauf, wie das sich noch entwickeln wird. Wollte ich euch auf jeden Fall mal ein bisschen näher bringen, das Thema. Fand ich sehr interessant, dadurch, dass halt der Zombie gestern bei mir im Chat war und ich darauf aufmerksam wurde. Ich wollte ihn schon mal immer fragen, aber wie gesagt, wer nach, keine Ahnung, 40, 50 Tagen seine Festung auf 20 hat, dann ist es dann halt auch, ja, denke ich mal, relativ naheliegend, dass man denn danach nicht aufhört, die Festung weiter zu skippen, beziehungsweise die Edelsteinmine. Und was da für Steine rauskommen werden von den Legendary Gems jetzt nach dem ersten Legendary Dungeon, da bin ich echt mal gespannt. Das wird einen deutlichen Vorsprung erstmal bringen. Nicht nur für die beiden, die das machen, sondern auch für die Gilde Dreamland, die sich dadurch da auch abkapseln wird. Deswegen bin ich gespannt, wie die anderen Gilden und Leute hier in den Top 30 dort nachziehen werden. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall gewesen ist, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.